Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, werden wir auch diese Woche natürlich wieder die aktuellen Top-Partien lösen und ich zeige euch da wie immer einen günstigen Lösungsweg. Wir bekommen hier Packs im Wert von ca. 50.000 Coins und wir bezahlen dafür gerade einmal nur 20. Das Ganze lohnt sich auch wirklich jede Woche mitzunehmen, denn die Packs sind alle tradable. Das heißt, ihr könnt jeden Spieler und jedes Item, das ihr dort drin zieht, zu Coins machen, wenn ihr es auf dem Transfermarkt verkauft. Ansonsten, ja, kann man nicht viel verlieren. Ein Verlust ist hier quasi ausgeschlossen, wenn ihr euch an wichtige Regeln haltet. Zum Beispiel einfach immer günstig erbieten die Spieler. Wartet auch gerne mal ab, seid da nicht im Hype und kauft euch die Spieler zu teuer ein, wartet gerne ein paar Tage ab und dann immer günstig erbieten und ihr macht quasi, also ihr könnt keinen Verlust machen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Top-Partien an. Es sind natürlich die Länderspiele, denn die Verbandsligen, die haben momentan Pause, zumindest in den Top-Ligen. Schottland, Dänemark und ja, würde ich sagen, starten wir direkt rein mit der ersten Partie. Schottland oder Dänemark, mindestens einen Spieler und hier habe ich, ja, ich erkläre das gleich später, Spieler aus demselben Land, derselben Region, Max 4, seltene mindestens 2 Spieler, Teamgesamtbewertung 70, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Ich habe das so gemacht, ihr sollt ja auch ein bisschen was bei lernen, wenn ich euch mal ja, die ein oder andere SBC zeige und auch löse. Und ja, wir gehen hier einfach in die Premier League, so habe ich das getan, denn dort sind viele Schotten vertreten. Und ihr könnt dann euch jeden beliebigen Schotten aus dieser Liga aussuchen und dann füllt ihr einfach die Lernslots mit den fehlenden Spielern ja, aus und dann habt ihr günstig diese SPC gelöst. Natürlich könnt ihr auch einen Dänen auswählen, aber die gibt es dann in anderen Ligen wahrscheinlich mehr vertreten als jetzt in der Premier League. Ich weiß gar nicht, hat die Premier League einen Dänen? Müsste, aber mir fällt jetzt theoretisch keiner so auf Anhieb ein. Aber in der Premier League mit den Schotten, das wusste ich auf jeden Fall. Okay, da habe ich auf jeden Fall einen schon gesehen. Premier League müssen wir natürlich auch noch einstellen. Da haben wir einige, Westergaard, Andersen. Die könnt ihr natürlich auch wählen, da braucht ihr den Schotten nicht. Und wäre auch eine Möglichkeit. Ich würde sagen, wir gehen hier durch. Ihr könnt alle Teams natürlich 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Okay, dann let's go. Abfahrt. Und damit haben wir die erste Top-Partie gelöst. Bei den nächsten, ja, da möchte ich es für euch jetzt noch ein bisschen günstiger machen. Ich habe hier noch freie Slots, aber kein Problem, das kriegen wir schon gemeinsam hin. Wir haben hier folgende Bedingungen: Kroatien oder Russland mindestens 1 Spieler, Ligen mindestens 3, Gold mindestens 2 Spieler. Selten mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 72 und eine Teamchemie von 75 wird erfordert. Und hier sind natürlich noch fehlende Slots. Und entweder guckt ihr im Verein oder macht es so wie ich jetzt hier einmal. Ich gucke aber, ich glaube, ich nehme gleich Spieler auch aus dem Verein. Hier geht ihr einfach, niedrig. Dann natürlich die Position, die wir benötigen. IV in dem Fall. Und dann sucht ihr euch, ja, am besten Engländer raus. Füllt einfach diese Slots hier auf mit Spielern. Es sollten dann noch so 2 verschiedene Ligen sein. Die sind aber immer gut gemixt bei den Engländern. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Torhüter. Und dann machen wir es ebenfalls so. So, dann habt ihr theoretisch, ja, mit irgendwelchen Random Engländer, habt ihr dieses Team gefüllt und die könnt ihr dann so einkaufen, dass ihr ja euch diese Position aussucht und dann jetzt den Engländer, guckt mal, was der günstigste dann ist. Und da bekommt ihr schon genug, 500 fängt es dann an und ihr könnt dann noch weiter runtergehen, auf 200 wahrscheinlich. Ja, dann haben wir hier, ja, haben wir den. Und dann macht ihr das wieder so. Die ist ja schon vorausgewählt. Einfach nur halt wieder den IV. Und dann guckt ihr wieder. Ah, dann haben wir den noch. Und den. Den gibt es jetzt gerade zufällig. Ihr könnt dann aber auch noch anders gehen. Wie gesagt, das sollte kein Problem sein. Hier auch wieder Torhüter, den niedrigsten, 200. Und hier
Sollte am besten immer nur so, ich glaube, 2 verschiedene Ligen sein. Aber hier haben wir England 3, England 4 und von daher passt das. Also das könnt ihr so machen, das vereinfacht euch das, aber ihr könnt es auch 1:1 nachkaufen. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go! Und damit haben wir auch die zweite SBC gelöst. Und ich hoffe, euch hat das jetzt auch so ein bisschen gefallen, dass ich euch das auch nochmal mit an die Hand gebe. Keine Sorge, das machen wir noch öfters vielleicht. Auch jetzt in der nächsten SBC haben wir auch noch so einen Fall. Da spart ihr euch immerhin noch so circa 2.000 oder 3.000 Coins hier im Vergleich zu einer reinen Goldspielerlösung. Und ich denke, wenn ich das so mache, kriegen das auch allesamt ja auch hin. Und hier haben wir das ähnlich, aber erstmal zu den Bedingungen. Italien oder Schweiz mindestens 2 Spieler, Vereine mindestens 5, Spieler aus derselben Liga, Max 4, Gold mindestens 3, Teamgesamtbewertung 74, Teamchemie 80. Und auch hier habe ich ja 4 verschiedene Karten aus der, ich müsste selber gerade mal gucken, welche das ist. Das ist die CONMEBOL Südamerikaner und dort geht ihr auch quasi einmal auf den Transfermarkt. Ihr sucht den Spieler, auf Transfermarkt suchen und füllt dann auch die IV-Position aus und geht dann auf Qualität CONMEBOL Südamerikaner. Und dann guckt ihr, was hier so der günstigste ist und auch hier 200 Coins und die könnt ihr euch dann auch dementsprechend kaufen. Ich mache das jetzt gerade noch einmal. Ich habe jetzt hier einfach einen Missklick gehabt. Sei mir verziehen oder auch nicht, aber das kommt vor. Wir wollen natürlich für 200 einkaufen. Den. Und wie ihr seht, ja, den wollen wir nicht, denn der ist dann ein bisschen teurer als die anderen. Kann auch sein, dass ich jetzt hier vielleicht einen doppelten einkaufe, das versuche ich zu vermeiden, aber ja, da bin ich momentan noch gut dabei. Und habe ich den Medina schon gekauft? Ich weiß gar nicht. Ja, auch nicht. So, und auch den Torhüter, da machen wir es ähnlich. Dann gehen wir auf die Torhüterposition, auch maximal 200. Und auch hier ist eigentlich egal, welchen wir auswählen. Voila, haben wir das erledigt. Das könnt ihr natürlich auch mit Goldspielern machen, aber dafür zahlt ihr im Grunde etwas mehr. Bronzespieler wären tatsächlich auch möglich, aber da mit dem Rating, da sind wir ja knapp bemessen. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie die 47er oder so nehmen. Dann würde ich sagen, auch hier für euch, die das 1:1 nachkaufen, wir gehen einmal fix durch. Let's go! Und damit haben wir auch diese SBC erfolgreich abgeschlossen. Die Packs machen wir dann natürlich in der kommenden Woche dafür auf. Und hier im Anschluss machen wir dann natürlich noch die Packs auf aus der letzten Woche. Und jetzt haben wir die letzte Top-Partie. Uruguay gegen Argentinien. Und da brauchen wir einen Spieler aus der Nation Uruguay und Argentinien. Spieler aus einem Verein mindestens 3. Seltene mindestens 1 Spieler. Teamgesamtbewertung 76. Teamchemie 85. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go! Und damit haben wir auch die letzte Top-Partie gelöst und ich hoffe, dass ich euch helfen konnte. Ihr könnt mir auch helfen, indem ihr das Video gerne bewertet. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da, das würde mich sehr, sehr unterstützen und vor allem auch den Algorithmus, dass mehr auf mich aufmerksam werden. Gerne könnt ihr mich auch komplett kostenfrei abonnieren und dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch
die Packs auf, die ich mir jetzt noch aufgespart habe aus dem aus den letzten Top-Partien. Ein Pack, muss ich sagen, als ich die gemacht habe, habe ich missklickt und geöffnet. Es war aber nichts drin. Okay, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Let's go. Okay. Das ist nichts. Tavernier. Ich glaube, letzte Woche noch Inform und jetzt nichts mehr. Das ist aber egal. Ist egal. Nehmen wir mit. Achtet auch so bei, was hatte ich da gerade? Hatte ich einen Anchor drauf? Achtet immer auch noch auf die Objectives, die ihr dann drin habt. Auch die Verträge, die sind dann immer einiges an Coins wert. Und ja, versucht die zu verkaufen. Dann geht ihr, wie gesagt, aus diesen Packs auf keinen Fall mit einem Minus raus. Auch wenn ihr nur so was Schlechtes zieht. Und dann versucht ihr es einfach nächste Woche nochmal. Und irgendwann kommt sicherlich was. Und auch diese Spieler stellt ihr alle auf den Transfermarkt, auch die Verträge, wenn ihr sie nicht braucht. Und Finisher, auch, ja. Eigentlich alles könnt ihr gut verkaufen. Und das findet grundsätzlich alles ein Abnehmer. Und wenn ihr es auch für niedrigsten Preis anbietet, dann, ja, beim zweiten Mal anbieten, würde ich es dann auch direkt entsorgen. Okay, 2 Packs haben wir noch. Beziehungsweise 3 hätten wir eigentlich gehabt. Aber da war ich zu voreilig. Das wird ein Bordspieler. Okay, ziehe ich. Das sind auf jeden Fall schon mal mindestens 2,5. Und noch Icardi sind 850 Coins. Hier auch unbedingt die Silberspieler auschecken. Wir haben jetzt ein paar Ligen-SBCs. Mehr oder weniger. Und die haben auch allesamt etwas an Wert bekommen. Und dann würde ich sagen, machen wir das noch auf. Und dann, das hatte ich jetzt irgendwie bekommen durch den Season Pass, glaube ich. Das ist nicht der Rede wert. Skippen wir auch ganz, ganz schnell. Ja, der war eh nichts. Den können wir abstoßen. Ja, hier mein reiner SBC-Account. Seltener Gemischt-Spieler-Pack. Und hier haben wir ein 81 Plus. Und das, ja, mal gucken. Vielleicht lassen wir uns das schmecken. Leider nicht. Es wird nur ein Bordspieler. Aber wenn es ein Lemar wird's. Schade. Ja, das ist wieder so ein, ich würde sagen, aus der letzten Woche plus minus 0. Je nachdem, wie man alles verkauft bekommt. Lasst mich mal gerne wissen, was ihr gezogen habt. Würde mich sehr, sehr interessieren. Vielleicht habt ihr einen Rule Breaker oder schon vielleicht aus der neuen Adidas Promo irgendwas gezogen. Und ja, könnt es gerne euren großen Pick oder euren großen Pull dann gerne mir schreiben. Okay, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.